Du hast mit dem Barfußlaufen angefangen, aber so richtig funktionieren tut es noch nicht. Dann habe ich jetzt 5 Tipps für dich, wie es vielleicht besser klappt. Erster Tipp, lauft langsam. Wirklich langsam. 6,30er Pace, das reicht vollkommen und dann steigert ihr nur über die Distanz. Und auch da würde ich ganz niedrig anfangen. 500 Meter, 700 Meter. Das klingt nicht viel und das ist auch kein wirkliches Laufen, das ist mir schon klar. Aber wenn ihr das routiniert könnt und nach über die Distanz steigert, dann kommt ihr auch schnell wieder auf eure alten Kilometerzahlen. Ich würde keine Geschwindigkeit erhöhen, wirklich bei dieser 6,30er Pace bleiben, wirklich ganz piano. Und das macht ihr, bis ihr bei 7, 8, eher sogar 10 Kilometern seid. Wenn ihr 10 Kilometer in der Pace entspannt barfuß laufen könnt, dann könnt ihr frühestens darüber nachdenken, auch mal Intervalltraining zu machen, also auch mal schneller zu laufen oder die Pace zu steigern. Vorher ist die Verletzungsanfälligkeit einfach viel zu groß. Tipp Nummer 2, veränder deinen Alltag. Und damit ist vor allem gemeint, veränder dein Schuhwerk. Also versuch auch im Alltag Barfußschuhe zu tragen, so viel wie möglich überhaupt barfuß zu gehen, unterwegs zu sein. Sandalen tun es auch noch. Und gut wäre auch, wenn du wenig sitzt. Also das versuche so viel zumindest zu unterbrechen wie irgendwie möglich. Wenn du deinen Alltag veränderst, dein Schuhwerk veränderst, dann haben deine Füße auch die Möglichkeit, wirklich nachhaltig Kraft aufzubauen. Ein großer Zeh kann dann wirklich richtig Kraft aufbauen und diese vor allem auch behalten. Wenn du es nur in deinen Laufeinheiten machst, naja, dann bist du im Alltag, arbeitest du immer wieder dagegen. Und ich kann dir sagen, aus Erfahrung, der Alltag ist das, was die richtig große Veränderung auch für dein Laufen oder gerade für dein Laufen mit sich bringt. Veränderst du das, hast du große Chancen, dass du nachhaltig, langzeitig auch wirklich gesund läufst. Tipp Nummer 3 geht mit dem gerade genannten einher, trainiere deine Füße. Und das natürlich im Alltag, aber auch gerade für den Anfang ganz explizit. Mach unsere Toga-Übungen, da gibt es hier ein Video zu. Mach viel Fußgymnastik und stärke vor allem deinen großen Zeh. Versuche deine Füße wieder in ihre Ursprungsform, in die breite V-Form zu bekommen, dann können sie deinen Körper tragen und dann ist die Verletzungsanfälligkeit für die unteren Segmente, vor allem für den Fuß selber, für den Unterschenkel, fürs Knie, sehr viel geringer, als wenn du es nicht machst und trotzdem mit deinen Fehlstellungen oder kaputten Füßen einfach drauf losläufst. Also das gehört definitiv mit zum Anfang, wenn du deine Barfußlauftechnik einstellen willst oder von einer anderen Lauftechnik umstellen willst. Tipp Nummer 4, such dir einen Coach. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil wir das auch anbieten, sondern weil es wirklich ganz wichtig ist. Viele glauben, dass sie sich durch Bücher, durch YouTube-Videos, was auch immer, eine gute Lauftechnik abgucken können und das dann irgendwie selber nachbilden können. In den wenigsten Fällen funktioniert das wirklich. Ich habe mittlerweile 1000 Leute gecoacht und ich sag mal eine Hand voll oder 2 Hände voll davon, also maximal 10 Leute waren dabei, wo ich wirklich gesagt habe, cool, saubere Lauftechnik, wunderbar, hat sich derjenige wirklich über das eigene Bewusstsein, das eigene Empfinden anlernen, umstellen können. Bei allen anderen gibt es immer irgendwas, was nicht so richtig gut funktioniert oder was nicht stimmt. Da sind immer irgendwelche Fehler drin, deswegen such dir jemand, der davon Ahnung hat. Wir haben auch schon mittlerweile viele Coaches ausgebildet. Es gibt über ganz Deutschland verteilt gute Leute, die Ahnung haben. Such dir einen davon in deiner Nähe und mach mindestens eine Einheit mit ihm. Oft sind es Kleinigkeiten, die fehlen oder die nicht ganz stimmen, die dann aber über die Zeit oder über längere Distanzen doch zu Problemen führen. Deswegen ganz wichtig, such dir jemand, der weiß, was er tut. Denn du kannst dir selber dieses Empfinden für eine Bewegung oft nicht selber geben. Es ist wichtig, dass da jemand mal von außen drauf guckt und dir vor allem die richtigen Anweisungen gibt oder die richtigen Übungen gibt, mit denen du dann deine Lauftechnik wirklich effektiv und gesund umstellen kannst. Der 5. Tipp, der wichtigste. Fang barfuß an.
Barfuß meint nicht Barfußschuh. Barfuß meint auch nicht Sandale. Barfuß meint Barfuß, nackter Fuß. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Sandale trägst oder einen Barfußschuh, der jetzt vielleicht auch nur ein paar Millimeter Sohle hat, auch die paar Millimeter sind eine kleine Dämpfung und wir haben in unserer Haut und in den Muskulaturen von unseren Füßen ganz viele Sensoren, die zum Beispiel die Dehnung messen, den Druck, die Spannung in der Muskulatur etc. etc. Und die wird schon beeinflusst, wenn ich einen Schuh anziehe und sei die Sohle so dünn. Ganz wichtig für den Anfang ist, dass du auf harten Untergründen komplett barfuß läufst, um wirklich den richtigen Impact und das Feedback vom Boden zu bekommen. Und dann läufst du auch schon im wahrsten Sinne des Wortes weniger Gefahr, zu schnell zu laufen, zu viel zu machen und du wirst in der Regel sehr viel, sagen wir mal, lockerer und verletzungsanfälliger schon laufen, dadurch, dass du einfach einen besseren Fußaufsatz bekommst. Also vieles kann der Fuß schon einstellen, wenn du ihn lässt. Das heißt, du musst wirklich barfuß laufen. Das ist im Winter jetzt vielleicht nicht so die beste Zeit. Im Frühjahr bietet sich das an und dann solltest du so mindestens 2, besser 3 Kilometer wirklich reine Barfußdistanz, entspannt, locker, ohne Probleme, mehrfach hintereinander, also an mehreren Tagen laufen können. Dann und erst dann überleg oder guck, welchen Schuh du haben willst, wenn du überhaupt dann noch einen Schuh haben willst. Kann auch sein, dass man dann einfach das so cool findet, dass man gar keine Barfußschuhe mehr haben will. Aber nach den 3 Kilometern guck, welcher Schuh für dich taugt, wenn du einen Schuh tragen willst. Und beobachte vor allem den Unterschied zwischen rein Barfußlaufen und das Laufen im Barfußschuh oder in einer Sandale. Es ist ein Wahnsinnsunterschied. Und der wird dir erst klar, wenn du ein paar Kilometer wirklich rein barfuß laufen kannst. Ganz, ganz wichtig, barfuß anfangen. Wenn ihr diese 5 Tipps beachtet, eure Lauftechnik wirklich auch kontrollieren lasst und mit einer guten Lauftechnik loslauft, dann kann dabei eigentlich fast gar nicht mehr so ganz viel passieren. Wichtig ist wirklich barfuß, wichtig ist gute Lauftechnik und dann werdet ihr sehen, das macht ganz schön viel Spaß und den wünsche ich euch dabei auch und ja, lauft schön weiter, lauft mit viel Freude, macht's gut, euer Emanuel.